Hallihallo, meine lieben Freunde, die sich nicht vom Theater auf der Weltbühne blenden lassen, sondern hinter den Vorhang und die Masken schauen. Ich bin's mal wieder, der Somnidelius Solertius, und heute geht es um ein sehr offensichtliches Match zwischen Linda Evangelista und Milla Jovovich, über das ich vor 2 Jahren schon mal ein Video veröffentlicht habe, das aber falsch war. Ihr seht das Thumbnail von dem Video hier schon die ganze Zeit lang eingeblendet. Und zusätzlich dazu blende ich euch jetzt die damaligen Bildvergleiche zwischen Linda Evangelista und Milla Jovovich ein. Und die sehen sehr eindeutig aus, aber ich erkläre euch mal, was da trotzdem falsch war. Naja, also es war zwar richtig, dass Linda Evangelista und Milla Jovovich miteinander identisch sind, aber die Adelige, die ich dahinter damals gesehen habe, war falsch. Also ich habe mich da einfach vertan. Ich habe gedacht, die beiden werden von Prinzessin Märtha Louise von Norwegen gespielt. Das möchte ich heute korrigieren, und diese Korrektur lohnt sich sehr stark, weil diese Ähnlichkeit zwischen Linda Evangelista und Milla Jovovich ist schon dermaßen auffällig, dass diese Ähnlichkeit im Internet schon in den Mainstream-Online-Gossip-News-Seiten und auf diversen YouTube-Kanälen aufgefallen ist, schon vor vielen Jahren. Und meiner Meinung nach lohnt es sich, dass wir als diejenigen, die in die Actor-Based Reality des europäischen Adels eingeweiht sind, das einfach mal ausnutzen. Also als Ausnutzen, um den zahlreichen Menschen, denen diese offensichtliche Ähnlichkeit schon aufgefallen ist, um diesen zahlreichen Menschen mal zu erklären, was Sache ist, denn wir sollten es wirklich als Chance nutzen, dass eine bestimmte Prinzessin dermaßen unvorsichtig für ihre beiden Charaktere, Linda Evangelista und Milla Jovovich, ein und dieselbe Tarnung benutzt hat. Wie stelle ich mir das genau vor? Naja, das werde ich in einem weiteren Video zeigen, das ich kurz nach diesem Video hochladen werde. Aber jetzt gehen wir erstmal auf die Frage ein, welche Prinzessin das nun wirklich ist, die da so unvorsichtig dasselbe Kostüm für 2 verschiedene Charaktere benutzt hat. Die Prinzessin Märtha Louise von Norwegen, die ich im Video von vor 2 Jahren hinter Linda Evangelista und Milla Jovovich vermutet hatte, die ist es definitiv nicht, auch wenn die Matches am Grafikprogramm damals relativ überzeugend aussahen. Also kommen wir zur heutigen Korrektur. Es ist in Wahrheit Prinzessin Mary von Dänemark, die Ehefrau von Prinz Frederik, die hinter Linda Evangelista und Milla Jovovich steckt. Also schauen wir uns einfach erstmal die Matches zwischen Mary von Dänemark und Linda Evangelista an. Ja, das ist schon eine sehr aufwendige und schwer zu durchschauende Tarnung. Da hat sich die Prinzessin Mary von Dänemark wirklich viel Mühe gegeben, sich zu verkleiden, aber wenn man etwas auf die Augenform und den relativ schmalen Mund achtet, fällt auf, es sind wirklich jeweils beides ein und dieselbe Person, nämlich Prinzessin Mary von Dänemark. Dann müssen wir jetzt natürlich noch zeigen, dass die Prinzessin Mary auch mit der Milla Jovovich identisch ist. Also hier auf dem ersten Bild sehen die Gesichter auf beiden Seiten noch relativ normal aus. Man vergleiche hier den sehr identischen Mund und auch die sehr identische Form der Augenbrauen. Aber dann hier in diesen weiteren Bildvergleichen sieht das Gesicht auf der rechten Seite nicht mehr ganz so normal aus, sondern man sieht einfach die Biometrieformen und Abstände, die sich in Marys Gesicht zwischen Augen, Nase und Mund befinden,
verformen sich zu richtigen Satansfratzen im Gesicht von Linda Evangelista. Ich kann verstehen, wenn das aufgrund der raffinierten Tarnung von Prinzessin Mary noch nicht alle jetzt überzeugt hat, aber ihr kennt mich ja, ich beweise auch gerade deswegen alles immer zusätzlich mit Familienrelationsbeweisen und ihr seht jetzt gerade schon die 3 Adeligen, die da eine Rolle spielen werden. In der Mitte natürlich Prinzessin Mary selber und links von ihr Joachim von Dänemark, rechts von ihr Prinz Frederik von Dänemark. Die beiden sind ja Brüder und Mary ist die Gattin von Prinz Frederik. Und was ist jetzt, wenn ich zeigen kann, dass die Partner, die Ex-Lover, mit denen Linda Evangelista und auch Mia Jovovich jeweils zusammen waren, dass relativ viele von diesen Ex-Lovern von Prinz Joachim von Dänemark und auch von Prinz Frederik von Dänemark gespielt wurden. Also kommen wir zu 3 Ex-Liebhabern von Linda Evangelista. 3 Ex-Liebhaber, die zufälligerweise alle von Prinz Joachim von Dänemark gespielt werden. So war Linda zum Beispiel mit dem Hollywood-Star Peter Morton zusammen, bei dem mir sofort eine gewisse Ähnlichkeit zu einem anderen Hollywood-Star aufgefallen ist, nämlich zu Hugh Grant. Auch so ein überdeutliches Match hier. Und diesen Hugh Grant habe ich in den letzten 3 Jahren schon wirklich mehrmals als Prinz Joachim aufgedeckt. Ich habe dem Fall sogar hier auf YouTube ein einzelnes Video gewidmet, das ich euch jetzt gerne oben rechts verlinke. Hier. Ja, und dann blende ich ja schon die ganze Zeit lang auch Matches zwischen Prinz Joachim und Hugh Grant ein. Und als Abschluss dazu noch hier der direkte Vergleich zwischen Lindas Ex-Geliebten Peter Morton und Prinz Joachim. Peter Morton konnten wir mit Hugh Grant matchen. Und jetzt schauen wir mal in die Datingliste, die auf der Seite whosdatedwho.com bezüglich Linda Evangelista zu sehen ist. Scrollen wir da mal etwas runter, dann sieht man, Linda Evangelista war auch mit Paolo Barilla zusammen, ein ehemaliger Rennfahrer, dessen Bruder diese Nudelfirma namens Barilla gegründet hat. Ja, das verdeutlicht mal wieder, was für Shit-Stories sich die Adeligen mit ihren Fake-Identitäten ausdenken können und wie viel Erfolg sie damit haben. Aber darum soll es hier jetzt nicht gehen, sondern natürlich nur darum, dass dieser Paolo Barilla aus der Datingliste von Linda Evangelista ebenfalls von Prinz Joachim von Dänemark gespielt wird. Der absolute Hammer ist ja, dass Prinz Joachim ja eigentlich gar nicht der Ehemann von Prinzessin Mary ist, die Linda Evangelista spielt, sondern Joachim ist der Bruder von Marys Ehemann Frederik. Aber trotzdem finden wir ihn sogar noch ein 3. Mal in dieser Datingliste von Linda Evangelista. Also diese Seite whosdatedwho.com, die ist wirklich Gold wert, denn da erfährt man auch, dass Linda Evangelista mal gerüchteweise mit Anthony Kiedis, dem Sänger von den Red Hot Chili Peppers, zusammen gewesen sein soll. Und auch bloße Gerüchte über Liebe zwischen Stars sind immer Stories, die von den Adeligen gemäß ihrer Familienrelationen inszeniert werden. Aufgrund dieser Vetternwirtschaft musste der Joachim hier also zum 3. Mal als Lover für Marys Linda Evangelista herhalten, denn er spielt auch den Anthony Kiedis.
uns noch ganz kurz 2 Familienrelationsbeweise aus der Datingliste von Mia Jovovich an. Und da haben wir jetzt auch mal einen Beweis, bei dem wirklich Marys Ehemann Frederick mitspielt. Die Mia war ja mal zusammen mit Paul W.S. Anderson und der wird in der Tat von Prinz Frederik von Dänemark gespielt. Und dann nutzen wir auch hier bei der Mia nochmal schnell die Seite whosdatedwho.com. Ja, da steht, dass sie mit Stephen Dorff zusammen war und ja, das ist schon wieder eindeutig der Joachim. Ich würde sagen, damit ist meine Beweisführung erstmal eindeutig abgeschlossen. Für mich gibt es da nichts zu rütteln. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Tschüss, euer Somnidelius Solertius.